Alexandra, frage die Karten, zeige mir einen Weg. Hallo zusammen, ihr Lieben. Schauen wir uns an, was nächste Woche auf uns zukommt für das Kollektiv, welche Energien verfügbar sind. Ich bin wie immer gespannt. Danke auch fürs Däumchen drücken, für jeden Kommentar, für jede Wertschätzung. Ihr könnt gerne meinen Tagesorakelkanal besuchen oder in meinen Memberbereich mit eintreten oder meinen Shop besuchen. Alle Links dazu findet ihr unten drin. Und jetzt schauen wir mal, welche Energien hier verfügbar sind für das Kollektiv. Familienthemen, familiäre Veränderungen, Gespräche, die Harmonie mitbringen. Es kann jetzt zum Beispiel mit der eigenen Mutter sein oder mit einer Person, die weiter weg ist, die irgendetwas in Kürze oder in einem Zeitraum, der sehr greifbar ist, mal ganz schnell harmonisieren kann, ne? Das Außen ist hier sehr wichtig. Ich sage euch gleich mehr. Das ist hier so wunderschön. Ich glaube, ich habe schon lange kein Blatt mehr gelegt, wo ich jetzt so, sagen wir mal, lange nichts dazu gesagt habe. Aber hier ist es tatsächlich so, dass es eine Woche wird, wo wir sehr überrascht sein werden, was möglich ist. Das sind wir liegen nun in unserem eigenen Haus drin. Das ist schon mal das gute Fundament, die Stabilität, die wir haben, die gute Grenze. Ich habe vor uns liegen eine Überraschung. Das kann jetzt den Bereich Liebe betreffen, Partnerschaft, Geld, ein überraschender Geldsegen, eine Sache, wo endlich wieder finanziell klar gesehen wird. Ich habe es jetzt hier irgendwie ein bisschen auch von Personen mit dabei. Es kann auch das Gegenüber betreffen, ja, oder eben Eltern oder Leute, die einfach uns begünstigen mit irgendetwas. Ja. Hier ist eine Überraschung im finanziellen Bereich. Hier sind Themen, wo einem das Herz aufgeht, Seelenthemen, wo wir überrascht sind, dass irgendetwas sich auf den guten Weg macht. Wir haben die Berufsenergie top. Ja. Hier ist der Anker, er legt sich ins Haus der Wege rein. Die Wege liegen im Hause der Blumen. Da sind so viele Chancen und Möglichkeiten, die wir nutzen können. Für einige geht es beruflich bergauf. Sie öffnen sich neue Türen in dem Feld, wo sie vorher Konflikte haben. Man sieht neue Auftraggeber, man sieht ein gutes Fundament und wir haben im Berufshaus die Sterne drin. Beste Qualität, Glückskarte, Wunscherfüllung. Beim Rösseln habe ich hier noch mit die gute Energie, die von außen auch verfügbar ist. Das stabile Ankommen irgendwo. Für alle, die nicht arbeiten, sind es die Themen, an denen ihr arbeitet oder mit denen ihr euch beschäftigt. Es ist so ein Ankommen in irgendeinem Punkt, bei dem ihr selber Wunscherfüllung braucht. Das ist mal das eine, ja. Dann habe ich im Bereich
des Herzensinneren, eine Energie, die verfügbar ist, die für Klarheit sorgt, die Lebensenergie zurückgibt, gute Energien vom Außen, also von Sachen, mit denen wir nicht rechnen, mit denen wir vielleicht auch Lösungen kriegen für Veränderungen, die einen großen Schatten abwerfen, ein Häutungsprozess, ein Konflikt, den man mit Veränderung an sich hatte, weil er sich nicht zeigte. Hier sind schnelle Energien verfügbar. Gleichzeitig ist die Legung sehr minimierend. Es gibt Wege, es gibt Chancen. Es befreit auch Familien, Strukturen oder Themen. Umbrüche, Anfang, Neubeginn, Ende. Wenn ihr irgendwelche Sachen habt, wo sich keine Tür aufgetan hat, dann ist hier die Transformation. Etwas, was sich lange nicht gezeigt hat, beginnt sich zu verändern. Ich habe für viele das Angebundensein an das Krafttier, an den Geistführer hier sehr hoch. Hier sind für einige auch im Job Menschen verfügbar, die Angebote mitbringen. Möglicherweise steht ein Gespräch mit dem Chef an oder mit irgendjemand auch, der den Selbstständigen hier Türöffner für irgendwas ist. Wir haben an sich im Haus des Turmes den Bären drin. Da können auch Sachen, die mit dem Arbeitsamt oder so sind, ganz schnell mal erledigt werden. Oder es können auch Berater sein. Ja. Konflikte mit Ämtern oder Behörden, Stagnation in diesem Bereich, da ist jemand, der hat die Antwort. Oder es ist auch tatsächlich, dass man unabhängig seine eigene Größe leben kann. Ich habe sehr viel Kontakte, Gespräche, wo man ehrlich zueinander ist, Gespräche, die eine Aufregung minimieren oder eine Situation, wo sich viele Fragezeichen hingesellt haben, in Kürze aufklärend sind. Es scheint wieder Licht hinter dem Horizont, eine Situation wird beleuchtet. Wir haben im Hause des Gegenüber das Buch drin liegen. Wir haben eine Nachricht wie ein Geschenk. Es kann die Paare betreffen, die Paare gucken sich an. Ne? Es ist eine Erleichterung in irgendeinem Bereich. Es kann auch im häuslichen Bereich eine Situation sein, wo man irgendwelche Schwierigkeiten hatte, die sich jetzt aufklärt. Hier ist es so, im Haus des Gegenübers liegt das Buch drin und das Gegenüber liegt im Haus des Buches drin. Hier kann durchaus auch sein, dass sich eine neue Liebe auf den Weg macht. Wir haben wieder so, das sehe ich auch schon länger, so dieses Konstrukt, dass man entweder mit der Vergangenheit mehr abschließt oder dass man seine Selbstwertthemen bearbeitet hat und man spürt einfach, ne, wo gehört man noch dazu, wo muss man sich selber mal in die erste Reihe stellen, wo hat man auch diese Neugier wieder wie ein Kind, wo ist das Seelenleben so erquickt, wo kann man jemandem vertrauen, wo bietet einem jemand die Schulter. Der Bär ist für mich auch immer die Person, ist hier sehr schön dargestellt, die ist so beschützend und die gibt dir Kraft mit, sowas alles. Und solche Menschen können auch neu ins Leben kommen und für Konkurrenz sorgen. Es ist einfach so, ich sage es so, wie ich es sehe. Es kann aber auch sein, man schließt mit der Vergangenheit ab, man fokussiert sich auf das, was jetzt kommt und es entstehen hier schöne Dinge. Ich sehe auch hier irgendwie liebevollen Austausch, schöne Kontakte, Gelder, die verfügbar werden, die vorher nicht zur Verfügung standen. Ein Schattenthema, das mit dem Thema Geld, versorgt sein zu tun hat. Ich sehe Blockaden bröckeln, die haben mit dem Beziehungsleben zu tun. Die sind so, dass man ungehindert eine einengende Situation verlassen kann, dass man seine Wurzeln wieder mehr spürt. An sich kann es ja auch sein, dass wieder da Bewegung reinkommt, wo das Leben
viele Schatten, viele schlaflose Nächte präsentiert hat oder uns auch gezwungen hat, in Situationen zu sein, wo wir so nie gedacht hätten. Was ich hier auch sehe, und ich glaube, ich habe es irgendwann im Wochenorakel schon mal gesehen, es kann sogar sein für einen oder anderen, ich pokere jetzt mal ganz hoch, man kriegt eine Immobilie oder einen wunderbaren Mietvertrag zugeschoben oder man kriegt günstige Wohnqualitäten, Sachen im häuslichen Bereich sind begünstigt hier. Hier kann etwas billiger werden oder als Geschenk da kommen und es kommt von außen. Ja? Es öffnet neue Türen und kommt von außen und bringt hier sehr viel Sicherheit mit. Wege, die hier gegangen werden, bringen Minimierung von Stress mit und sind auch so, wie man sie sich vorgestellt hat, in welchem Bereich man diese Veränderung braucht und wirken an sich hier sehr stabilisierend und ausgleichend. Neue berufliche Möglichkeiten, die Möglichkeit, ein kleineres Ding hier noch mitzunehmen. Vielleicht auch auf 2 Wegen arbeiten oder noch etwas Besseres finden im beruflichen Bereich, so irgendwie. Oder was hinzunehmen, was im kleineren Bereich Entlastung bringt. Also die Berufsqualität ist hier echt mega. Man macht so einen Reset, man zieht einmal die Luft ein und sagt, Gott sei Dank. Hier ist Herzöffnung, ne? Hier ist so irgendwas, wo man denkt, das Leben hat mich überrascht, damit hätte ich nicht gerechnet, dass mir sowas in die Arme fällt oder geschenkt wird. So, wir gucken mal, welches Krafttier hier noch mitgeht. Die Grille. Hier kommt Entspannung in eine Situation. Man darf sich zurücklehnen, die Augen zumachen, sich dem Leben hingeben, sich erholen, gute Zeit mit Menschen genießen. Und auf jeden Fall ist es eine Zeit, wo man sich regeneriert in irgendeiner Art und Weise, wo man sich austauscht, wo man Gleichgesinnte findet und wo man einfach spürt, ich bin und es ist alles gut. Man hat hier auch so die Woche, wo man Erinnerungen schafft, wo man sich positive Gefühle zurückholt oder sich einfach auch auflädt mit guten Dingen. Schauen wir, was ich noch mitkriege. Danach dürft ihr noch auswählen. Ja, das war mir fast klar, dass das so eine Woche wird. Phönix aus der Asche, ne? Sprichwörtlich. Auch da ist es wieder so, dass man spürt, dass das Leben sich verändert, die Dinge sich verändern und dass wir vielleicht mit dieser Art und Weise nicht gerechnet haben, aber es ist eine wunderbare Veränderung oder Wandlung. Man wird hier gereinigt im Feuer, man lässt sein altes Ich zurück und man wird wiedergeboren. Und etwas, wovon man dachte, das bleibt jetzt immer so, das wird nie wieder was, das entwickelt sich zu einer wundervollen Sache. Man erstrahlt ganz neu, man ist wieder erfrischt. Sachen, wo man gedacht hat, oh, das ist gar nicht gut, entwickeln sich zu fantastischen Möglichkeiten. Das Wichtige ist hier, dass es umfassende Veränderungen sind. Manches lässt man vielleicht zurück, aber im Prinzip ist es ein Neuanfang, bei dem wir höher aufsteigen und emporsteigen und in einen neuen Lebensabschnitt eintreten. Manches ist vielleicht im Moment
nebelig, aber hier ist die Zeit der Klärung und Wiedergeburt. An alle durchhalten, weitermachen, positiv denken. Es ist wirklich grandios. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch, bleibt noch dran für eine kleine persönliche Botschaft. Bis bald. So, hier bin ich wieder. So, dann lassen wir es mal so. Sucht euch eine Seite aus. Manche nehmen auch Personen oder legen es auf Themen. Ich würde hier diese Seite nehmen, wenn ich mich schon mal entscheiden kann. So, wir haben das Lachen. Also auch Zeit dafür, dass man ein heiteres Leben hat, dass man Grund hat, die Dinge mit Humor zu sehen. Es ist so, dass man echt, wenn man mit einem Lächeln die anderen beglückt, auch eins zurückbekommt. Lachen könnte wichtig werden, an sich die Dinge mit Humor nehmen. Zeit für sich selbst, Entspannung, das hatten wir mit der Grille auch, die eigene Seele nähren, etwas tun, was Erleichterung mitbringt, was Spaß macht. Wir haben die Vereinbarung und die Klarheit. Wir haben tatsächlich Element Erde und Element Wasser. Das Wasser nährt die Erde, so könnten wir uns auch fühlen. Wir haben natürlich auch die Sternzeichen dieser Elemente mit dabei, also Fische, Krebs, Skorpion, Stier, Steinbock und Jungfrau. Vielleicht gibt es auch Vereinbarungen zwischen diesen Personen an sich. Wir haben das Treffen, hier geht es möglicherweise um sehr viele Kontakte, um Austausch. Hier geht es um irgendwie auch die Situation, wo man sagt, ich verbringe mal Lebenszeit mit Menschen, die mir wichtig sind. Ich tue was, wie ist mein Bedürfnis nach sozialer Interaktion. Möglicherweise hat man hier auch Kontakte, die diese Qualitäten mitbringen, Entspannung und Lachen. Und wir haben übergebe deine Sorgen dem Himmel, also Erleichterung, abgeben, etwas für sich tun, das Leben leben. So, der Kleiber. Ich komme in dein Leben und bringe dir Halt, Sicherheit und Schwung. Mach es dir gemütlich, denn du bist sicher getragen in dieser Welt. Erkenne deine Einzigartigkeit und lebe sie. Lasse deine Größe zu. Schöne Botschaft. Schauen wir die andere Seite an. Was habt ihr hier Schönes? Ihr habt, sei positiv und lass alle Wut los, also im Prinzip auch irgendwo ein Pardon, ne? Vielleicht ist man irgendwo verärgert oder negativ oder wütend. Und es wird gesagt, tausche das mal aus, sehe die Dinge friedlich. Fokussiere dich auf das Schöne in deinem Leben. Nähre nicht die Wut oder die Gedanken, weil irgendetwas nicht so geht. Ihr habt die Stimulation mit der Chili und die Genesung mit der Geranie. Ihr habt Element Feuer dabei und ihr habt Element Luft dabei. Zwillinge, Waage, Wassermann, wieder Schütze, wieder Schütze, Löwe. Könnten hier Sternzeichen sein.
Eine kleine Kurskorrektur, die liegt bei euch vielleicht im gedanklichen Bereich und ihr habt die Reisekarte. Hier ist es einfach so, möglicherweise seid ihr unterwegs, plant eine Reise, ihr habt Fernweh oder es ist so eine Aufgabe, dass man sich bewegt, dass man mental und körperlich in Bewegung kommt, dass man seine Lebensreise anguckt und vielleicht auf dieser auch eine kleine Kurskorrektur vornehmen kann. Und ihr habt den Zaunkönig gekriegt und der bringt euch mit. Ich lehre dich, heißt das nicht dir, Bescheidenheit, Weisheit und den Glauben an dich selbst. Lerne die kleinen Dinge des Lebens wieder zu schätzen. Besinne dich auf deine Klugheit und deine Talente. Ihr Lieben, habt eine wunderbare Woche. Ich drücke euch bis bald.